Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Weihnachten 1942. Die Weihnachtszeit ist endlich gekommen. Überall herrscht eifriges Treiben und es wird dekoriert und gebastelt, was das Zeug hält. Noch ein paar Tage und das Christkind ist da. Viele Pakete aus der Heimat kommen trotz der mittelmäßigen Versorgungslage an der Front an. Ich bekomme Post von zu Hause. Warme Kleidung und Leckereien sind im Paket. Natürlich auch etwas Hochprozentiges für den Weihnachtsabend. Zu Hause scheint alles in Ordnung zu sein und vom Elend hier an der Wolga bekommen die Lieben daheim wohl nicht so viel mit. Wir haben ja noch Glück, dass wir nicht in den Strudel der Kämpfe dort mit hineingeworfen worden sind. Düster sieht es aus. Aber auch wir hier haben Probleme. Die Front ist hart bedrängt und der Russe versucht überall weiche Stellen zu finden. Mittlerweile werden die freien Besatzungen zu Infanterieeinheiten zusammengestellt und unseren Fußkompanien zugeteilt. Ich hatte gehofft, weiter in der Panzerwerkstatt zu arbeiten, aber ich bin jetzt auch in der sogenannten Knobelbecher-Feuerwehr gelandet. Wir werden als mobile Infanterie an den Schwerpunkten eingesetzt, sichern Durchbrüche ab oder werden als Begleitinfanterie den Panzern beigestellt. Das ist nicht schön und ich vermisse meinen Panzer und meine Besatzung. Da hat Hermann zur richtigen Zeit eine verpasst bekommen, der ist eh nicht gern gelaufen. Das stille Weihnachtsfest verläuft ohne Angriffsoperationen der Russen. Möglicherweise feiern die ja auch ein wenig Weihnachten. Wir haben ein kleines Essen im Rahmen des Zuges organisiert und jeder hat sich selbst übertroffen beim Organisieren von Speis und Trank. Aber wir schlagen dann doch nicht so richtig zu. Wenn der Russe kommt, können wir nicht betrunken am Gewehr stehen. Am ersten Weihnachtstag mit einem leichten Kater aufgewacht, gibt es schon wieder Alarm. Der Russe greift an 3 Stellen gleichzeitig an und droht unseren Eckpfeiler in der Verteidigung zu überrennen. Also wird alles, was laufen kann, in der Kälte auf die Fahrzeuge geworfen und nach vorne gebracht. In meinem Schützenpanzerwagen liegen einige Panzerbüchsen und ich frage den Herrn Leutnant, ob ich mir eine nehmen soll. Ich kenne mich ja schließlich auch mit den Feindpanzern aus und ich weiß, wohin ich schießen soll. Schnell sind 3 Trupps mit jeweils 2 Mann zusammengestellt und als mobile Panzerabwehr eingesetzt. Wir hören schon den Gefechtslärm und bereiten uns auf das Schlimmste vor. Der Russe drückt auch auf unsere Stützpunkte. Dort haben wir nur noch ein paar Pack und Panzer, aber der Gegner drückt richtig hart. Gerade recht kommen wir zur Unterstützung. Ich werde mit meinem Richtschützen zusammen zur rechten Flanke befohlen. Kein gutes Panzergelände und deswegen ist dort auch keine Pack eingesetzt. Wir sprechen uns mit den anderen Grenadieren ab und bekommen von einem alten Oberfeld mit einer langen Narbe im Gesicht unseren Feuersektor zugeteilt. Er schärft uns ein, dass hier keine Kette durchkommen darf, sonst ist der Gefechtsstand im Eimer. Wir gehen in Stellung und warten ab. Gefechtslärm von links schwillt immer mehr an, aber bei uns bleibt es ruhig. Etwas Russeninfanterie füllt vor und ein paar Garben aus dem MG lässt die schnell erkennen, dass hier kein leichtes Durchkommen ist. Eine halbe Stunde später kommen die wieder an. Diesmal haben die einen T-34 dabei. Na dann mal los. Mit den 3 Panzerbüchsen halten wir drauf, aber weder die Kette fällt, noch kommen wir durch die Panzerung durch. Ich ziele sorgfältig und nehme mir Zeit. Ich versuche die Luken oder die Kanone zu treffen. Fehlanzeige. Keiner von uns schafft es, den aufzuhalten. Mit dem MG wird die Russeninfanterie vertrieben und der Panzer rollt jetzt alleine vor. Wir feuern weiter, aber langsam wird unsere Munition knapp. Da springt mein Richtschütze auf und schnappt sich 2 Minen. Wie der Teufel jagt er auf den Panzer zu. Keine 80 Meter entfernt wühlt er sich durch das schlechte Gelände und ist dadurch sicherlich auch abgelenkt. Wir decken unseren Richtschützen so gut wir können. Endlich ist er da und schmeißt die Minen vor die Ketten. Der Panzer rollt weiter und er springt in einen kleinen Graben. Keine Minute zu früh. Die Ketten erreichen die erste Mine und mit einem lauten Knall fliegt die Kette in 1000 Stücke. Die ist ab und der Panzer dreht. Er ist aber nicht außer Gefecht. Die Kanone zielt auf uns und feuert. Jetzt müssen wir ran. Mit den Panzerbüchsen zielen wir jetzt zwischen Kette und Oberwanne. Schuss um Schuss fliegt auf den Panzer zu und es zeigt dann tatsächlich Wirkung.
Der schießt nicht mehr. Noch 2 Schuss und der Panzer fängt an zu qualmen. 2 Russen springen raus und wollen weglaufen. Genau in diesem Augenblick kommt mein Richtschütze aus dem Graben hoch und mit seiner Pistole schießt er die beiden Russen nieder. Geduckt springend wie ein Hase kommt er schweißüberströmt zurück und landet mit einem letzten Satz in unserem Schützenloch. Er schnauft ordentlich, ist durchgeschwitzt, aber glücklich. Die anderen klopfen ihm auf die Schulter. Das war ein schneidiger Angriff. Ich gratuliere ihm und er freut sich über das Lob. Der Russenpanzer hätte uns sicherlich noch übel mitgespielt. Nun stürmen die Russen unter Mörserfeuer auf unsere Stellung zu und versuchen es erneut. Aber das MG und die Karabiner halten die Russen auf. Der Angriffsschwung flaut ab und es wird wieder ruhiger. Etwas später erkundigt sich ein Oberleutnant nach dem qualmenden T-34 vor unserer Stellung und ein Oberfeldwebel erzählt ihm von unserem flinken Panzerzerstörer. Schon hat unser Richtschütze den Spitznamen Hase bekommen. Bei Hans ist das ja nicht so weit von Hase entfernt. Glückwünsche werden gerufen und ich denke, da wird noch was kommen. Am Abend sind wir zurück und hoffen, dass es erstmal ruhig bleibt. Aber Fehlanzeige. Am 2. Weihnachtstag müssen wir wieder los. Ich bekomme ein AMG und mein Richtschütze wird mein Schütze 2. Diesmal ein anderer Einbruch und alles wird nach vorne geworfen. Der Russe kam so schnell, dass er eine Feldküche schnappte, die gerade auf dem Weg zum vorgeschobenen Stützpunkt war. Nur 2 Männer konnten entkommen und berichten, wo der Russe jetzt steht. Also wieder ran. Und schon haben wir mit unserem SPW Feindkontakt. Hin und her wog der Kampf gegen die Russeninfanterie. Und nur unser gut gezieltes Feuer der Regimentsartillerie konnte hier noch Schlimmeres verhindern. Schwer abgekämpft und erschöpft kommen wir wieder zurück. Nur noch schlafen. Es gibt noch etwas Suppe und Brot und dann auf die Matratze. Am nächsten Tag ist endlich mal Ruhe und ich besuche Schmidt. Der ist ganz traurig, dass er wegen des Panzermangels nun wieder Papier bearbeiten muss. Der Spieß hingegen freut sich, denn er weiß ja, was er an Schmidt hat. Man hört so einiges momentan. Angeblich sollen wir uns zurückziehen. Nun stecken wir schon 3 Monate hier am Terek und kommen nicht vorwärts. Ich dachte, dass wir spätestens im Frühling wieder richtig loslegen können. Wenn wir wieder genug Panzer und Personal haben. Weit wäre es ja nicht mehr bis zu den Ölfeldern. Der Spieß fängt ab und meint, dass wir erstmal zurück sollen, um uns dann neu zu formieren und dann den Russen fertig machen. Bis zur Neujahrsnacht bleibt es ruhig und wir haben etwas Zeit, uns zu erholen. Aber dann wird angetreten und der Zugführer eröffnet uns, dass wir uns taktisch zurückziehen. Die Kämpfe um Stalingrad haben so viele Reserven verbraucht und die Armeeführung will erstmal die südöstliche Front zurückziehen, um so Kräfte frei zu machen. Was für eine Schweinerei. Rückwärtsgang schmeckt mir überhaupt nicht. Jetzt geht es erst richtig los. Alles wird zusammengepackt und transportfähig gemacht. Leider haben wir nun das Problem, uns kämpfend zurückzuziehen. Alles, was Räder hat, wird beladen und schon mal zur Auffangstellung geschickt. Schadpanzer und Trosseinheiten verlegen schon, die Kampfeinheiten verbleiben bis zum Schluss und setzen sich dann erst ab. Na Prost Mahlzeit und keine Panzerleute werden gebraucht. Also sind wir wieder infanteristisch eingesetzt, aber es nützt ja nun mal nichts. Wir müssen unseren Einheiten Zeit verschaffen, damit die Russen dann weiter hinten richtig aufgehalten werden können. Wir beziehen Stellung und hoffen, dass der Iwan nicht spitz kriegt, was wir vorhaben. Durch die dünn besetzten Linien schafft es der Russe mit einigen T-34 durchzubrechen und diese werden erst weit hinter der Front gestoppt. Da kann so eine Absetzbewegung schon mal empfindlich gestört werden. Bis zum 3. Januar bleiben wir noch in Mostok und dann ziehen sich auch die restlichen Truppenteile raus. Wir sind mit die Letzten und lassen durch unsere Artillerie nochmal einen ordentlichen Segen auf die vorsichtig vorfühlenden Russen niedergehen. Das verschafft uns etwas Zeit und jetzt nur rauf auf die Fahrzeuge und ab dafür. Trotz der Störung verläuft der geordnete Rückzug ohne große Zwischenfälle. Hier und da kommt uns der Russe nahe, aber die restlichen Panzer und die Luftwaffe hält dazwischen und so kommen wir zügig voran. Es geht Richtung Alexandrowskoje. Dort sollen wir uns erstmal wieder einrichten. Wir rumpeln mit LKW und Schützenpanzerwagen über die noch gut befahrbaren Straßen. Ich sitze mit dem LKW und wir kauern uns so zusammen, dass die Kälte nicht durchkommt.
Da bin ich froh über die warmen Sachen von zu Hause. Schal und Handschuhe halten mich schön warm, auch wenn es durch die Plane ordentlich durchzieht. Wir haben sicherlich erst die Hälfte geschafft, als unser LKW anfängt zu rumpeln und dann steht. Wir schauen uns entgeistert an und machen die Heckplane auf. Der Fahrer schimpft und tritt gegen die Vorderreifen. Plattfuß. Na, das hat uns noch gefehlt. Kein Ersatzreifen dabei und wir müssen die Kiste irgendwie wieder flott bekommen. Die anderen Fahrzeuge sind schon weit vor uns und wir hoffen, dass wir nicht die Letzten waren. Der Reifen wird abmontiert, aber wir haben keine Möglichkeit, das zu flicken. Ein Obergefreiter meint, dass wir den Mantel mit Lumpen ausstopfen sollen und dann ihn wieder auf die Felge bringen. Das würde wohl erstmal halten. Mit vereinten Kräften können wir den Mantel ausstopfen und den Reifen einigermaßen rund bekommen. Sieht nicht gut aus, aber ich denke, wir kommen damit auch voran. 2 Stunden hat das alles gedauert und wir fahren wieder los. Keine Russen hinter uns, also nochmal Glück gehabt. Ich schaue aus dem LKW raus und sehe doch am Horizont Fahrzeuge auf der Straße. Verdammt, doch der Iwan? Schnell klärt sich auf, dass es noch Truppenteile des Regiments sind, die zu spät losgefahren sind. Langsam aber stetig rollen wir weiter bis zu einer Brücke, an der ein Schützenpanzerwagen und ein Panzer IV Langrohr steht. Da müssen wir rüber und dann sollte es passen. Trotzdem werden wir gestoppt und ein Oberleutnant der Panzeraufklärer übernimmt unseren Haufen zur Verstärkung an der Brücke. Er hatte zu viele Ausfälle und will hier nicht dem Iwan die Brücke leicht übergeben. Also bleiben 10 Mann von uns bei der kleinen Kampfgruppe und warten ab, ob noch Truppenteile nachkommen. Ich schaue mir das Langrohr an und sehe, dass der auch schon ordentlich was mitgemacht hat. Der Kommandant beobachtet angestrengt die Landschaft und wir hoffen, dass der Iwan nicht nachstößt. Eine Halbkette rumpelt noch heran und die 2 Zentimeter sollen uns noch etwas Sicherheit gegen die Russenflieger geben. Ich würde jetzt auch gerne im Panzer sitzen, aber wir haben Stellung an der Brücke zugewiesen bekommen und warten ab. Langsam wird es Abend und dann können wir Motorenlärm hören. Keine Flugzeuge, sondern Panzer. Na, Prost, Mahlzeit. Knapp 1000 Meter entfernt kommen die T-34 aus einer Senke heraus auf uns zu. Schon geht der Tanz los. Die haben unsere Stellung noch nicht erkannt, wissen aber sicherlich, dass wir hier an der Brücke sind. Es geht los und die Russen schießen auf die Brücke oder auf uns. Der Panzer IV antwortet und schon steht der erste Russe. In schneller Schussfolge werden noch 2 Panzer abgeschossen und die restlichen Russen drehen um. Der Kommandoführer lässt uns von der anderen Uferseite holen und will jetzt langsam abrücken. Die Brücke soll noch gesprengt werden. Also scheinen die Pioniere schon alles vorbereitet zu haben. Wir klettern auf unseren LKW und fahren los, Schützenpanzerwagen und Panzer folgen. 10 Minuten später fliegt die Brücke mit einem riesen Knall in die Luft. Und das sollte den Russen erstmal aufhalten. Abends sind wir dann endlich beim Regiment und wie man sieht, haben die sich hier schon ganz gut eingerichtet. Ich hoffe, wir bleiben hier erstmal. Ein paar neue Panzer wären gut. Ewig durch die Gegend marschieren gefällt mir nicht so. Ich bin lieber im Panzerturm.